So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es einen neuen Statusbericht. Und zwar zum Thema K-System. Denn ihr wisst ja, im letzten Statusbericht haben wir uns intensiv mit dem Thema K-System auseinandergesetzt. Und zwar vor allen Dingen den Fahrdraht gelegt, sowie auch die ganzen Abzweigungen eingebaut, beziehungsweise da auch die ganzen noch quasi, ich sag mal, gesupert haben, mit Heißkleber befestigt haben, sodass die dann nachher fest sind. Also ihr könnt euch daran erinnern, das Oberteil mit dem Unterteil, beziehungsweise ein paar Leiter sind abgegangen, die konnte man dementsprechend dadurch wieder in Gang setzen. Und das habe ich jetzt auch alles gemacht. Also ich habe alle Abzweigungen nämlich jetzt eingebaut. Wir haben es ja mit dem hier hinten mal prophylaktisch mal gemacht und auch eingeklebt gehabt. Und bei den anderen habe ich ja euch erzählt, das will ich nämlich noch nachholen. Das ist alles nachgeholt, deswegen alle Abzweigungen sind soweit fest. Also alle, auch die wo das Oberteil nicht abgegangen ist, habe ich auch nochmal mit Heißkleber fixiert und dann einfach reingeklebt, auch mit Heißkleber eben in die Aussparungen, die dann schon gelasert waren, weil ja diese Laser Street Elemente da von Faller sind. Soll keine Werbung sein, aber die habe ich jetzt einfach genutzt. Und genau, was jetzt noch offen war das Thema Parkplatz. Hier, ihr seht diesen kleinen schwarzen Pinöppel da oben, das ist dieser Dauermagnet. Und was ich auch noch gesagt habe, was ich mache, ist nämlich hier ein Loch unten, damit man da schön rankommt. Und ich würde sagen, das zeige ich euch nämlich dann, was jetzt nämlich passiert ist noch. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit zum Spachteln. Deswegen, wir spachteln alle K-System-Elemente nämlich heute zusammen fertig. Dann kann man sagen, spachtelt man, ja. Also wir spachteln die K-System-Elemente. So. Und ja, und dann würde ich sagen, wenn es dann getrocknet ist, dann können wir auch dann den Fahrbahnbelag drauf machen, also drauf pinseln. Also, dass wir dann auf jeden Fall schon mal fertige Straßen haben. Ich glaube, das klingt nach einem Plan und ich wünsche euch da ganz viel Spaß dabei und zeige jetzt erstmal genau, was ist passiert. Also ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ihr seht, wir haben hier nämlich ein neues Loch hier gebastelt. Und so sieht das Ganze von oben aus. Da ist einfach dieser Permanentmagnet, der oben an der Spule quasi einfach nur drauf geklipst wird. Aber ich glaube, wir gehen da lieber mal einfach eine Etage tiefer, weil dann seht ihr nämlich hier die Kabel, die habe ich nämlich dann dementsprechend einfach nur abgemacht. Das heißt, die werde ich mit Heißkleber wieder fixieren, die Kabelhalterungen, sodass die wieder nicht hängen, aber die sind natürlich genau über dem Loch gewesen. Aber ihr seht, das hat wunderbar funktioniert und hier ist das Parkplatzelement. Es ist ein sehr, sehr großes Loch, aber einfach, ihr wisst ja auch, ich will ja vielleicht dann auch hier unten drunter einen Schattenbahnhof machen und einfach, dass man immer wieder hier auf jeden Fall herkommt oder auch ohne Schattenbahnhof, dass man da wirklich mit der Hand da sehr gut hinkommt und dann auch hier, ich konnte nämlich dann auch, hier ist eine Schraube und, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Doch, da ist ja auch nochmal eine Schraube. Die zwei Schrauben, die musste ich dann von Hand festdrehen. Und es hat wunderbar funktioniert mit der großen Öffnung. Von dem her kann man die auch immer warten. Das ist immer für mich immer wichtig, weil die Anlage jetzt nicht nur ein paar Jahre stehen soll, die sollen ja wirklich dann 50 Jahre, 60 Jahre heben. Mal sehen, ob es so weit überhaupt kommt, also ob die dann wirklich auch so lange hebt. Aber dass man einfach immer die ganzen Sachen immer wechseln kann. Genau, also von dem her kann ich auch jedem raten, dass die Sachen einfach mal gut zugänglich zu machen. Und genau, deswegen, das passt hier soweit. Und auch hier hat man noch ein paar Löcher gebohrt, damit eben hier die ganzen Kabel für die Abzweigungen nämlich jetzt hier unten sind. Hier ist ja noch das große Loch, könnt ihr euch daran erinnern, das haben wir das letzte Mal gemacht. Und da ist ja dann die Abzweigung, linst hier vor. Und so dieses Ganze jetzt von vorne aus. Und hier kommt ja dann so ein Mauerwerk hin, das passt perfekt. Und das kann man dann abnehmen, sodass man auch hier die Abzweigungen im Falle eines Falles tauschen kann. Ich glaube aber nicht, dass die kaputt gehen. Eigentlich ist der Mechanismus relativ einfach. Es sind ja Spulen, in denen sich die so einen Metallstift nach oben bewegen. Dürfte eigentlich jetzt, da ist sonst nichts Bewegliches drin. Aus dieser Stift, der muss jetzt glaube ich nicht sonderlich gelagert werden. Von dem her alles gut, da dürfte jetzt nichts passieren. So, deswegen das als kleines Update. Die anderen Sachen sind genau alle fest. Die Fahrdrähte, die haben wir das letzte Mal noch ein bisschen lose gelassen, sind jetzt auch alle fest. Das heißt, wir haben jetzt hier alles wirklich fertig gebaut, genauso auch hier. Und jetzt können wir alles spachteln, sodass wir wirklich auch mal Testfahrten machen können. Ich habe immer nur rudimentär Testfahrten gemacht, so wie auch beim letzten Video. Und dann fahren die Autos immer ein bisschen komisch, weil natürlich dann der Draht ein bisschen manchmal vielleicht höher liegt oder der natürlich dann keine Reibung hat. Deswegen
lenken die manchmal selbstständig ein. Wir haben es ja letztes Mal erlebt beim Testen mit dem Driften. Der LKW ist ja ein bisschen gedriftet. Und das ändern wir jetzt mit dem Spachtelmaterial. Und da gucke ich mal. Da haben wir es ja schon. Genau, und da nehme ich nämlich hier diese Straßen- und Geländebauspachtelmasse. Und die machen wir jetzt mit Wasser. Einfach ein Gemisch sozusagen, sodass es einfach schön fest ist. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn es natürlich zu nass ist, das fließt ja alles dann weg. Das soll nicht der Fall sein. Aber einfach, dass es schöne Masse dann nachher ist. Dann tut man eher nochmal mehr Pulver rein oder noch mehr Wasser, wenn es dann zu hart oder zu fest ist. Und dann spachteln wir hier wirklich alles ein. Also auch unsere Straße, die nicht K-System tauglich ist. Aber zum Bahnhof, die wollen wir hinmachen. Und dann auch hier oben der ganze Bereich. Hier unten natürlich auch nochmal alles bis hinten hin. Also von dem her haben wir ein bisschen was vor und das machen wir jetzt. So, willkommen in Maxis Kochstudio. Wir nehmen anbei ein bisschen Spachtelmassepulver, etwas mehr. Ui, da staubt's und da brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Und dann gucken wir, dass wir das alles zu einer schönen Masse hier verformen. Ich glaube, das ist wirklich fest, sehr zäh. Das können wir auch im Spachteln. Perfekt. So, und wir fangen jetzt hier an. Ich habe jetzt immer provisorisch mich mal diesen Parkplatz dann mit dieser Pflasterfolie ein bisschen abgedeckt, dass das nicht, wenn ein bisschen drüber ist, ist es nicht das Problem, weil dann sieht es ein bisschen nach Teerausbesserungsflecken aus. Das ist gar nicht das Thema. Aber wenn das jetzt alles so zu ist, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Deswegen kann ich da jetzt auch ruhig so ein bisschen drüber, dass es gerade reingeht. Schauen wir mal, wie das nämlich dann nachher wird. Wie gesagt, ganz provisorisch. Man muss aber auch nicht aus jedem Thema dann eine Doktorarbeit machen. Das können wir dann nachher direkt abziehen. Dann sollte das eigentlich passen. Und dann geht es halt darum, vor allen Dingen, ihr seht die ganzen Schlitze, die wir haben, die machen wir jetzt zu. Wenn es an der Seite so rüber geht, ist überhaupt kein Problem. Das kann man nachher abhacken. Oder man lässt einfach dran, weil es nachher mit Erde befüllt wird. So, wir haben jetzt alles gespachtelt hier. Hier die ganze Hauptstraße entlang, bis nach hinten und genauso auch unsere kleine Abzweigung hier hoch zum Dorfbahnhof. Ja, da oben bin ich ein bisschen an die Wand gekommen, das macht aber auch nichts. Die kann man nachher wieder sauber machen. Da hinten interessiert es eh keinen. Super, jetzt müssen wir einfach nur trocknen lassen, das Ganze. Dann können wir es abschleifen. Kann sein, dass wir hier nochmal nachbessern müssen. Ich habe extra noch ein bisschen Pulver aufgebaut, aber ich habe jetzt, weiß nicht, 1,5
so Schachteln echt gebraucht. Deswegen gerade diese flexiblen Straßen, die brauchen unheimlich viel von von der Spachtelmasse. Und deswegen, da kann es sein, dass wir dann auch, wie gesagt, ein bisschen nachbessern müssen. Es war damals bei dem anderen Teil, sorry, ist ein bisschen dunkel, aber hier habe ich zum Beispiel auch flexible Straßen hingemacht. War es damit genauso. Ich glaube, ich musste 2-, 3-mal sogar das rüber machen oder irgendwie sowas dann. Also von dem her, ich denke mal, mit einmal wird man es dann schaffen. Und ja, dann alles nochmal abschmirgeln. Also erstmal abschmirgeln, dann nochmal nachbessern, dann nochmal abschmirgeln und dann können wir es bemalen. So, und ihr seht, es ist alles getrocknet. Sieht soweit sehr gut aus. Die einzige Befürchtung, die ich hatte, genau, dass sich das hier überall natürlich so ein bisschen setzt. Das war aber zu erwarten. Guck mal, wenn wir es nachher abgeschmirgelt haben, ob das vielleicht dann doch glatt ist, wenn man einiges reingesetzt hat. Sonst spachtelt man einfach nochmal drüber. Aber es sieht doch erstmal soweit ganz gut aus. Dann tue ich euch mal hin. Ich sage jetzt mal in einem Stück eben. Und dann nehme ich mir einfach so Schleifpapier, habe ich da. Das tue ich dann immer um so einen Klotz rum. Und dann wird es nachher, wenn wir das absaugen, eine relativ plane Stelle. Also ihr seht aber hier zum Beispiel, da muss ich jetzt nochmal drüber, ich habe es eher hier, aber ihr seht, dass es dann dadurch quasi alles viel, viel glatter wird. Aber hier zum Beispiel, hier sieht man noch so einen Übergang. Ich weiß nicht, ob man das mit Farbe dann nachher vielleicht nochmal bedecken kann. Aber das macht doch nichts. Wie gesagt, wir gucken nachher und spachteln drüber und das werde ich jetzt mit der ganzen Fahrbahn machen. So, ich habe jetzt nochmal drüber gespachtelt. Ich habe jetzt keine Spachtelmasse mehr, aber das alles einigermaßen glatt gemacht. Von dem her, für mich passt es erstmal so und ich werde jetzt erstmal drüber rollen, drüber färben. Deswegen, damit es mal aussieht, es kann dann sein, dass es dann vielleicht nochmal eine Nacharbeit geben muss. Das kenne ich auch. Also was jetzt gerade zumindest bei dem Probelauf Probleme macht, ist hier, da steht ein bisschen der Draht dann ab. Kann sein, dass ich da nochmal drüber spachteln muss. Da habe ich zu viel weggeschliffen, habe jetzt aber nichts mehr. Kann aber auch sein, dass es dann passt, wenn ich da die Farbe drüber mache. Kann auch sein, dass ich zweimal drüber färben muss. Aber das ist jetzt hinten, das macht das auch nichts aus. Das kann man auch, wenn man gefärbt hat, einfach mit Spachtelmasse kurz das wieder richtig machen und dann nochmal drüber färben. Da sieht man keinen Unterschied mehr. Deswegen, ich tue ich mal auf den Handyhalter. Wir fangen einfach mal mit der Kreuzung an. Und zwar, wie gehe ich da einfach vor? Ich nehme da diese Straßenfarbe von Faller. Muss die immer ordentlich schütteln. Mache die dann auf. Und dann ist eigentlich nichts weiter. Also das kann jeder anders machen. Da kommen am Anfang so vertrocknete Dinge raus. Tue immer sozusagen so einfach ein bisschen hin. Und dann habe ich eine frische Walze hier genommen, so eine Mini-Walze. Da habe ich also, was heißt eine frische, also frisches Wechselteil hier. Und dann rollt man da einfach drüber. Davon braucht man auch ein bisschen, dass sich die ein bisschen voll saugt.
Hoffentlich reicht's. Und auch da offenbaren sich dann vielleicht, also hier sieht man noch ein bisschen so leicht Draht durch. Da kann man auch nochmal drüber malen. Das ist dann nicht das Problem. Aber mir macht es, auf der einen Seite macht mir es nichts aus, auf der anderen Seite, man kann dann, wie gesagt, nachher einfach einzelne Stellen dann nochmal einfach spachteln und nochmal drüber malen. Dann das ist, wenn es wirklich dann stören sollte, kann aber auch ein bisschen mehr Farbe drauf malen. Oft kann man damit auch schon ein paar Sachen retuschieren. Aber auch, wie gesagt, eine echte Straße hat Unebenheiten. Wichtig eben immer die weißen Stellen. Da sind auch manchmal kleine Löcher hier oder irgendwie sowas dann da drin. Deswegen, dass man die dann wegmacht. Weil das sieht dann wirklich nicht gut aus. Also zumindest, ich finde es nicht so prickelnd. Aber wie gesagt, da kann es sein, dass man nochmal drüber muss. So, und wenn der Roller einmal mit Farbe so aufgedingst ist, dann passt es. Und ihr seht, das sieht jetzt eigentlich nicht verkehrt aus. Also wie gesagt, man sieht jetzt hier noch so Fahrbahndraht, kann man jetzt lassen. Kann man aber jetzt dann nachher nochmal ein bisschen spachteln. Wie gesagt, das ist nicht immer, also ich finde es nicht immer ganz einfach, dass es ersichtlich ist, auch wenn das Fahrzeug dann wirklich gut drüber fährt beim Probelauf nach dem Spachteln, dass man noch ein bisschen sowas sieht. Wie gesagt, man kann dann auch immer mal dann nachher, wenn ich fertig bin, tue ich noch mal ein bisschen mehr Farbe drauf. Damit kann man auch Sachen füllen, aber schauen wir mal, wie es dann aussieht und dann kaufe ich nochmal Spachtelmasse, habe leider nichts mehr. Aber ich will jetzt einfach auch mal gucken, dass man weiterkommt, weil man kann sich da, wie gesagt, sehr perfektionistisch kann man jetzt hier weitermachen. Aber das darf auch jeder für sich selber dann entscheiden, wie weit es schlimm ist oder nicht. Und ich schaue einfach mal und dann würde ich sagen, mache ich mal weiter und zeige mal, wie es dann fertig aussieht. Und für so kleine Sachen, wo man mit dem Ding dann nicht hinkommt, mit der Rolle, kann man nämlich dann einfach so kleine Sachen ausbessern. Zum Beispiel, dann kommt man dann nochmal mit den Bürsten dann nochmal in diese übrigen Löcher rein. Oder auch natürlich dann, wenn es dann hier um diese Sachen hier geht, kann man auch ganz gut mit einem Pinsel dann einfach ausbessern. So, ich glaube, das Ergebnis kann sich soweit sehen lassen. Der LKW fährt da munter hoch, soll mal geladen werden. Und auch hier das passt doch erstmal ganz gut. Hier oben sieht man hier so eine kleine Kuhle. Die muss ich noch rüber spachteln. Deswegen, ich habe jetzt vorhin auch nochmal Spachtelmasse bestellt. Deswegen, das werde ich jetzt auch am Montag direkt nochmal machen, weil es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel auch hier, das bekomme ich nicht weg. Ich hoffe, man sieht es zum Beispiel. Hier diese Linie vom Fahrrad. Dann da oben die Kuhle. Hier sind auch nochmal so Linien, alles soweit. Dann so ein paar größere Löcher. Auch hier sieht man nochmal den Fahrrad. Also oben ist eigentlich ganz gut, also bis auf da hinten sozusagen, sonst sieht es oben, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Da. Mein LKW weg. Aber es sind noch ein paar Kleinigkeiten, oder auch hier sieht man noch ein paar so Rillen, dass das sozusagen diese flexible Fahrbahnteile sind. Gefällt mir noch nicht. Und hier ist auch noch, genau sieht man noch, dass es zusammengesteckt worden ist. Also hier dieses runde Ding sozusagen, diese Noppen zum Zusammenstecken, diese Puzzleteile. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, passt es sehr gut. Deswegen, das will ich noch nebenbei machen. Und dann fangen wir auf jeden Fall mit dem Bau des
Berges an. Also ich wollte jetzt hier zum Beispiel den Teil wollte ich jetzt als erstes dann im nächsten Schritt machen. Deswegen das Ausbessern vom K-System, das läuft jetzt quasi so nebenher, erstmal, also vorgelagert kurz, aber das ist jetzt nicht mehr sozusagen der Rede wert. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also wie gesagt, bis auf die Ausbesserung echt mehr geworden. Ist doch aufwendig. Also von dem her bin ich gespannt, was ihr so sagt. Sagt ihr, das findet ihr in Ordnung oder ist es zu viel Aufwand? Präferiert ihr lieber das Magnetband oder sagt ihr lieber, ja, Fahrdraht ist auch, findet ihr genauso gut? Von dem her schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe mir gesagt, dann, weil die andere Anlage auch eben bis hier so gemacht ist, habe ich die jetzt in dem gleichen Format gemacht mit diesen Laser Street Elementen und dann Spachteln und Malen. Wie gesagt, man muss halt dann ein bisschen mehr Aufwand rein investieren, aber ich glaube, das Ergebnis, wie gesagt, gefällt mir immer sehr, sehr gut. Aber vielleicht im anderen Raum mal gucken, ob ich vielleicht auch mal mit Magnetband das Ganze teste oder mal mit einer kleinen Mini-Anlage. Also deswegen, da gibt's ja viele verschiedene Sachen, die man hernehmen kann. Muss ja nicht oder muss immer für jeden selber passen, das ist immer wichtig. Und ja, also für mich passt es auf jeden Fall, wie gesagt, bis auf diese Kleinigkeiten, die ich noch ausbessern werde. Und sonst dann das Thema auch Stoppspulen hinmontieren, das werde ich dann bei Gelegenheit machen. Das ist jetzt erstmal auch nicht die Rede wert. Ich glaube, eher ist dann, wie gesagt, Berg und dann vielleicht würde mich interessieren, diese Elektronik von der Kreuzung zu machen, dass dann auch die Fahrzeuge hier anhalten. Das dann zu verkabeln, dass dann zumindest auch vom alten Anlagenteil hierhin die Fahrzeuge fahren können, weil gerade sind ja die ganzen Abzweigungen sind ja überhaupt nicht geschaltet. Das heißt, die würden ja immer geradeaus fahren und dann schwupps, kurz mal rüber hinten runterfallen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Hoffentlich hat euch, oder ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich melde mich beim nächsten Mal wieder mit einem Mini-Update vom K-System, beziehungsweise wie gesagt, dann vor allen Dingen das Thema Berg. Und da freue ich mich ganz besonders drauf und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht es gut. Tschüss.